Das ist Ludwig van Beethoven. Die Gesellschaft der Musikfreunde besitzt ganz viele Büsten von Beethoven. Das hier, das ist unsere neueste und unsere älteste. Denn sie stammt aus dem Jahr 1812. Eine typische Wiener Geschichte. Ein Kunstobjekt mit Bezug zur Wiener Klassik, ein jüdischer Mäzen, Emigration, er musste verkaufen, Restitution. Und hier im Musikverein setzt sich diese Geschichte fort. Wie entstand diese Büste? Johann Streicher, Johann Andreas Streicher, war ein Freund von Friedrich Schiller, eine interessante Persönlichkeit. Er war ein Klaviervirtuose, ein Komponist. Er hat in Wien Klaviere gebaut. Und wie das so war, eine große Klavierfirma im frühen 19. Jahrhundert in Wien, die hatte eben auch einen Verkaufsraum, einen Konzertsaal, einen Salon, wo man die neuen Klaviere aufgestellt hat und ausprobieren konnte. Und 1812 hat er jetzt so einen Konzertsaal bauen lassen, in Wien im 3. Bezirk, direkt neben der Fabrik. Und für die Ausstattung dieses Salons benötigte man Büsten. André hat Franz Klein beauftragt, eine Lebendmaske von Beethoven zu nehmen. Das heißt, Beethoven ist gelegen und hat flüssiges Gips über das ganze Gesicht verstreicht bekommen. Er hat atmen können nur durch 2 Röhrchen, die in den Nasenlöchern gesteckt sind. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Beethoven hat die Panik bekommen und hat die Gipsmasse heruntergerissen. Aber beim zweiten Mal hat es funktioniert. Und die Folge ist eine Lebendmaske, die ganz genau zeigt, wie Beethoven ausgesehen hat. Und nach dieser Lebendmaske ist diese Büste dann von Franz Klein geschaffen worden. Ich musste ein bisschen nachbearbeiten, die Augen waren natürlich geschlossen. Hier sind sie offen, auch bei der Nase musste ein bisschen korrigieren. Aber grundsätzlich ist das Abbild von Beethoven. Besonders erwähnenswert ist, dass diese Maske so genau ist, dass man sogar die Pockennarben erkennen kann, hier im Gesicht. Auch hier oben, hier unten sieht man wahrscheinlich eine Narbe. Und dieses Abbild Beethovens, das wurde dann vielfach kopiert und gilt eigentlich als sein authentisches Aussehen. Franz Klein hat die Büste geschaffen und die befand sich in Familienbesitz der Familie Streicher. 1927 bei der großen Beethoven-Ausstellung der Stadt Wien hat man sie hergezeigt und sie wurde aber dann ein paar Jahre später verkauft, und zwar an Wilhelm Kux. Wilhelm Kux ist eine interessante Persönlichkeit. He's well known in our family as he was someone who corresponded with all his nieces and nephews for many years, all the way through to his death. And so his stories and his musical collection and a lot of his legacy had carried forward, even though we're several generations down the line. So I came across the bust just by doing my own personal research in relation to Wilhelm and his collection, because it's the entirety of the collection is still a bit unclear as to exactly what and how much he had. Er hat auch einige andere Sachen angekauft. Er hat eine große Geigensammlung, er hat eine Autographensammlung mit Werken zum Beispiel von Nikolaus Lenau. Auch der Gesellschaft der Musikfreunde hat er einige Autographen geschenkt, hat die Finanzierung von einem Fragment von Franz Schubert gewährleistet, hat uns ein Streichquartett von Johannes Brahms geschenkt und er wurde in die Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde berufen, blieb das bis 1938. Als Jude musste er dann die Gesellschaft der Musikfreunde verlassen, hat auch dann Österreich verlassen, ist ins Exil gegangen in die Schweiz. Diese Büste wurde als besonders schützenswürdig und besonders wertvoll erachtet und deshalb durfte sie nicht ausgeführt werden. Und Wilhelm Kux
wollte sie vielleicht auch verkaufen und er hat sie dann auch verkauft. Und zwar 1939 an die Städtischen Sammlungen. Heute der Nachfolger ist das Wien-Museum. And the Vienna Museum had been searching for heirs for a long, long time. So they were very pleased to hear from me when I reached out and said I might be able to assist. Then the complication was to try and locate all my other descendants who are placed all around the world to try and get a community of heirs and ultimately get a consensus as to what we do with the bust, since it is one item and it cannot necessarily be shared amongst many different family lines. Wilhelm Kux ist ohne direkte Nachfahren gestorben. Seine Familie hat sich über die ganze Welt verteilt, es mussten ja alle aus Wien flüchten und seine Erben waren die Kinder seiner Geschwister. Jetzt hat man die Erben gesucht für den Restitutionsprozess, um die Büste jemandem zurückzugeben. Das hat einige Zeit gedauert. Und schließlich hat sich Rohan Kux gemeldet, ein Australier, der man könnte sagen, ein Urgroßneffe von Wilhelm Kux war. Der hat die Erbengemeinschaft vertreten. Insgesamt sind es ungefähr 200 Erben. Die sind auf der ganzen Welt verstreut, nicht nur in Australien, auch in England, in den USA und in anderen Ländern. Their initial response was curiosity and interest in relation to the history, and I'd been able to compile a backstory that I could give to them to explain the history of and then obviously the restitution process that is seeing it being returned back to the family. Im Oktober 2024 wurde der Restitutionsprozess abgeschlossen und die Büste konnte vom Wien-Museum den Erben zurückgegeben werden. Und die Erbengemeinschaft hat sich entschieden, diese Büste der Gesellschaft der Musikfreunde zu schenken. Initially thinking through these potential outcomes that could be discussed with the family, because obviously it is one item, it's a very culturally significant item, it's important to the city of Vienna. Obviously I understand it has never left Vienna from the time it was originally made by Franz Klein. So, and Wilhelm's well-established connection to the society, he was very passionate, has already made several donations in his lifetime. He was on the board of directors, as I understand, and was a passionate advocate of the society. It felt like a very natural home, particularly given Beethoven was also an honorary member of the society, which Wilhelm is as well. (1812) von einem Freund Beethovens in Auftrag gegeben, an einen jüdischen Mäzen verkauft, unter Druck an die städtischen Sammlungen verkauft, Emigration, Restitution, und irgendwie schließt sich auch ein Kreis mit dieser Geschichte.